Hallo miteinander, Vespa, es ist herrlich. Es steht wieder mal das Tuning an. Es gibt einen neuen Kit. Das war jetzt zu viel. Ja. Der Kolbering dichtet nicht mehr ab. Der neue hat 6 Überströmkanäle. Einfach mal zusammenstecken und schauen, was drin ist. Er wird besser laufen, garantiert. Also es ist schon fast legal. Das wäre wirklich ein Durchbruch. So, hallo miteinander. Ralf Vespa, es ist herrlich. Es ist herrlich. Es steht wieder mal das Tuning an. Genau das Richtige für unseren Schulbub hier. Da hat er immer am meisten Freude, Leistungssteigerung. Das ist natürlich ein endloses Thema. Ralf, erzähl mal, wieso ist jetzt das speziell? Wieso stehen wir da? Es gibt einen neuen Kit von unseren guten Freunden am SIP in Landsberg. Und das Coole an diesem Kit ist, er hat nur 125 Kubik. Das Vergehen, dass man eben Führen von einem Fahrzeug ohne den gültigen Führerschein, das fällt jetzt weg, das Vergehen. Also es ist schon fast legal. Die Leistungssteigerung, die bleibt, die ist illegal, aber sie sind dran, sie wollen das Teilgutachten machen. Wenn sie das tatsächlich anbringen, sollte man es nachher in der Schweiz auch eintragen lassen. Das wäre eine riesige Sensation. Ja, Durchbruch, oder? Das wäre wirklich ein Durchbruch. Ja. Aber schon nur, dass man einfach mal wenigstens nicht mehr Kubik verändert, ist schon ziemlich ein grosser Schritt. Das Problem ist ja auch Versicherungsbetrug, oder? Genau. Ich sage jetzt mal, der Extremfall 125 Kubik zu 250 Kubik ist eine andere Versicherungssumme. Genau, das ist eben das andere Vergehen. Oder? Dass die Versicherung sagt, du fährst ohne Versicherungsschutz rum. Das hätten wir dann eben ein bisschen besser im Griff mit dem Kit. Ich bin extrem gespannt. Wir sind ja hier, ihr seht es draussen, es hat zwar keinen Schnee, aber es ist kalt. Das ist auch wieder ein gutes Beispiel. Ich habe Bock auf etwas, oder? Ich habe schon lange meine Vespa tunen oder einfach ein bisschen stärker machen. Und jetzt ist die richtige Zeit, Winter. Wir können es nur immer wieder sagen, bringt das Zeug jetzt vorbei, weil jetzt haben wir Zeit. Wir haben auch im Winter Freude zum Vespa tunen, ganz klar. Oder? Ja. Töffli natürlich auch. Also alles ist einfach, macht auch Spass im Winter. Darum bringt das Zeug jetzt vorbei. Dann habt ihr nämlich im Frühling Freude und könnt das Zeug gerade benutzen, wenn es das erste Mal wieder über 10 Grad ist. Dann Zylinder vorgeteilt. Ich würde sagen, Auspuff runter, Zylinder runter und die neue Ware rauf. Den Motor tue ich einen Holzklotz drunter, dann können wir das Rädchen wegnehmen, dann können wir den Auspuff wegnehmen. Ja. So. Ja, ein bisschen anlupfen. Ja, das wäre jetzt zu viel gewesen. Ja. Mal. Dem da durch. Ja. So, und dann den Gel über den Lenker. Gut. Schon die Zentrale, oder? Nein. Nur der Ring? Nein, nur der Ring. Ah. Zu weit vorne natürlich. Ja, das Reserverad muss natürlich bei denen auch noch raus. Da kommt natürlich auch ein anderer Auspuff an. He? Ja. Jetzt nehmen wir noch schnell die Kerzen raus. Also die Stehbölzen müssen wir eigentlich nicht rausnehmen, wenn der Motor ausgebaut ist. Aber im eingebauten Zustand kommt eben der Ecke da unten vom Zylinder da am Ecke vom Chassis an. Da ist fertig. Jetzt tue ich den Kolber mit dem Lüfterrad runter auf den tiefsten Punkt. Jetzt kann man den Zylinder eben leicht drehen und dann kommt er weg. Der alte Kolben, der hat schon ein paar Meter und da auch schon ein bisschen Fresser- und Klemmerspürchen.
Der hätte wahrscheinlich schon einen leichten Leistungsverlust. Ja. Es ist eben erstaunlich, es macht fast nichts aus. Ich habe fast das Gefühl, die Spuren, das gehört fast ein bisschen zum... Also es gehört eigentlich nicht dazu, die Spuren. Es dürfte eigentlich nicht sein. Aber die allermeisten Vespas, die eben wirklich so schon 20'000, 30'000 Kilometer drauf haben, die haben da so Fresserspuren. Aber es kann durchaus sein, dass der gar nie geklemmt hat. Was man sieht, ist, der Kolbering dichtet nicht mehr ab. Darum hat es da hinten schwarze Verbrennungsspuren. Das ist ein Zeichen, dass die Kolberinge nicht mehr dicht sind. Mit einer neuen Kolbe würde man sicher wieder etwa ein PS2 gönnen. Das ist so. Das ist eigentlich eine Sägeringzange, aber manchmal hat man Glück. Und dann mag man den Kolbenbolzen von innen her so weit heben, dass er kommt. Das geht nicht immer, aber der hat gar nicht gekämpft. Der hat sich von Anfang an gegeben. Das hier ist der neue Kolben. Wie erwartet, er ist nicht grösser im Durchmesser. Das Kolbenfenster ist ein bisschen grösser, hier auf der Seite das Kolbenfenster. Der Dom hier oben ist flacher. Also ist alles ein bisschen moderner und auf Leistungsoptimierung. Dasselbe natürlich auch mit den Zylindern. Ein Graugusszylinder, der neue ist ein Aluzylinder. Der alte hat 3 Überströmkanäle, der neue hat 6 Überströmkanäle. Da die Fenster sind natürlich riesengroß. Also man könnte eigentlich auch noch das Gehäuse fräsen. Aber wir machen jetzt im nächsten Schritt einfach mal ein Stecktuning machen. Das ist das Gängigste, oder? Einfach mal zusammenstecken und schauen, was drin ist. Da geht einiges. Er wird besser laufen, garantiert. Auspuff habe ich mich jetzt hier für den Zip Road 2, das ältere Modell. Der ist leislicher und für ein diskretes Tuning lange der absolut. Warum ich da jetzt den Zip Road und nicht den Polini, den ich sonst viel verwende. Bei diesen alten Modellen kommt der Auspuff, also bei den alten Vespa-Modell 4PX kommt der Auspuff am Ständer an, also am Anschlag. Und der ist ein bisschen da vorne kompakter gebaut und darum kann man den Auspuff montieren, ohne den Ständer versetzen oder modifizieren. Wenn ich sie dann auf dem Prüfstand habe, ich habe ja alle Auspuffe da, ich mache sicher noch einen Prüflauf auch mit der Polini-Box, dass wir dann für alle PX-Besitzer auch wissen, lohnt es sich mit der Polini-Box oder mit dem Zip Road 2. Für die den Zip Road nicht kennen, wie unser Kameramann. Der Krümmer ist eigentlich gleich, aber da fängt der spannende Teil an. Also da hat es halt wirklich einen Auspuff mit einem Konus. Und der Konus geht im Auspuff auch noch weiter. Da hat es ja eine Trennwand drin und der Originalauspuff, wenn ich es richtig erinnere, hat 5 Löcher und der da hat 7 Löcher. Er ist ein bisschen lauter, nicht unangenehm laut und er hat wirklich einfach so den Zwick mehr, was halt eben beim Zweitakter ist, der Auspuff wirklich auch mitentscheidend zu einem sehr grossen Teil. Wir werden sicher einen Probelauf mit dem Originalauspuff machen. Für die, die wirklich 100% optisch wollen, dass es original aussieht, auch wegen der MFK, wäre die Geschichte so weit erledigt wie nötig. Es geht jetzt dann am Zusammenbau, Abstimmen und Prüfstand. Das kennen wir dann im nächsten Teil. Es bleibt spannend. Bis bald.